Malen ist immer geblieben als mein Ruhepol auch irgendwie, so runterzukommen. Ich würde das beschreiben als irgendwie eine Art Meditation, um irgendwie Ruhe zu kommen, aber auch Freiheit, weil ich immer sehr viele Ideen im Kopf habe und gerne was kreiere oder das umsetzen will. Also ich habe hier in diesem Haus auch mein ganzes Leben verbracht, dann mit bis 18 vorne gewohnt mit meinen Eltern, aufgewachsen, wo ich ausgezogen bin, war hier die hintere Wohnung sozusagen für mich ganz cool, hier einzuziehen, weil die Miete ja in der Familie bleibt und hier war viel Platz, der Garten groß und das war so für die erste Wohnung echt ziemlich cool. Am 14. Juli, das Datum ist mir definitiv gebrandmarkt. Ja, haben wir ein bisschen mitbekommen, Hochwasser, okay. Und dann irgendwann habe ich mal mitbekommen, okay, wird schlimmer als das Wasser 2016, wo der Pegel 3 Meter irgendwas war. Und hier soll es jetzt 5 Meter irgendwas, aber was bedeutet das an unserem Haus? Haben wir irgendwann die Autos weggefahren, sind hier rein und dann floss das Wasser hier schon rein. Es war um 9 Uhr und innerhalb von 3 Stunden war der Höchststand. Wo meine erste Panik war, wo wir uns halt rausgerettet haben auf die Terrasse, wo man dann halt das ganze Chaos noch mal krasser gesehen hat. Da wussten wir auch nicht, wie hoch wird es noch steigen. Wie klettern wir, wenn es, also Worst-Case-Szenarien ausgedacht. Ich wollte auch schon vorher schwimmen, was hätte man nicht überlebt. Dann haben wir ehrlich gesagt einfach nur noch gebetet, weil so machtlos da oben standen und Es fließt gleich alles hier runter. da eigentlich noch, ne? Sandsäcke. Oder? Das hier erst hier runter. Auch wie gesagt, geh nicht mehr ins Wasser wegen dem Strom. Okay. Weiter. Sachen sicher. Also für die, die eben angerufen haben, das sieht so aus bei uns momentan. Und wir räumen deswegen. Aber uns geht's gut. Also Leute, wir haben es jetzt zum Michele hochgeklettert. Uns geht's gut. Ja, keine Ahnung. Es hört sich an wie in den Rheinfällen hier. Ich hoffe, euch anderen geht's gut, Alter. Also, Alter, ich bereue das gerade, dass ich die Sachen hochgeräumt habe und nicht einfach auf den Weinberg geklettert bin. Es ist endlich hell. Man sieht es an der Hauswand, wie viel es schon gesunken ist, aber es ist immer noch Katastrophe. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wirklich, auch selbst mit Bild hier nicht. Die ganze Region ist am Arsch. Wir sind alle obdachlos. Und ich hatte auch schon die ganze Zeit Angst, weil es so laut Sachen hier gegen das Haus geknallt sind, dass es am Ende so aussieht. Alter, ich hoffe, denen geht's gut, ey. Ich hoffe, die sind auf den Berg gekommen. Du musstest wirklich auch vor Ort sein, weil ständig Leute vorbeikamen und dann hast du deine Connections. Sonst ging das nicht. Und deswegen hat mein Bruder seine Handynummer an die Hauswand gesprüht, dass Leute dann ihn anrufen können, dass man das so managt, wenn man nicht vor Ort ist. Und da habe ich schon gedacht, wo er die Handynummer an die Hauswand gesprüht hat, ja, Papa, wollen wir da nicht irgendwie noch so Hope draufschreiben? Aber das war so unmittelbar nach der Flut, wo wir dann auch so meinten, ey, in der Straße weiter sind welche ums Leben gekommen, dass selbst Hoffnung irgendwie
Scheiße hinzuschreiben. So gerade bei uns, wo keiner umgekommen ist. Und dann habe ich so ein bisschen gewartet und dann ein Haus hier im Dorf, die haben ihr Haus besprüht und da stand dann aufgeben ist keine Option und kunterbunt. Da bin ich das dann vorbeigelaufen, das gesehen und es hat so gut getan. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich auch an. Jetzt gehe ich in den Bauhaus und vor allem war das auch so, dass ich ja wusste, unser Haus muss abgerissen werden, aber ist versichert. Da muss vorher noch so viel getan werden. Es zieht sich, die sind ja komplett überlastet auch hier. Und dann habe ich Spraydosen geholt an dem Tag und habe gesagt, das ist jetzt meine Mission für meine Seele. Ich habe das erstmal so auch für mich als Therapie gesehen. Es geht nicht weiter. Was kann man hier mit dem Haus? Ich wollte, dass es ja abgerissen wird. So wie ein Pflaster, ganz schnell, kurz und schmerzlos. Und das hat nicht geklappt. Und so habe ich dann gedacht, ja, dann male ich das jetzt auch. Und dann hat sich das so entwickelt. Und selbst an dem Tag, wo ich angefangen habe, sind Leute vorbeigefahren, haben sich bedankt, dass ich das Haus bunt male und das als Dankeschön, dass ich Hoffnung rausgebe. Nur durch die Farben und dem Wort und was interpretiert dadurch wird. Und das war schon krass. Und dann habe ich da immer weitergemacht. Und dann habe ich auch Freunde, die auch mal hier im Haus gewohnt haben, mit denen ein bisschen gemalt, weil es denen auch natürlich entsprechend ging. Ich habe ja dann auch viel als Dankeschön das genommen, um sich bei den Helfern zu bedanken, weil man ja als Betroffener dachte, du kannst das nie wieder gut machen. Und zum Beispiel den Dachzeltnomaden, mit denen ich halt persönlich Kontakt hatte, eine Überraschung gemacht und deren Logo hingemalt und die durften sich mit der Hand dann verewigen. Das ist dazu gewandelt, dass sich jeder Helfer auf der Wand verewigen kann. Dann dachte ich mir so als Dankeschön für die Helfer, dass die sich mal feiern könnten. Da bin ich dann auf die Flügel gekommen und da habe ich den Slogan drüber gemacht und daraufhin dachte ich mir, ja, die Betroffenen brauchen auch Flügel, die müssen sich auch mal feiern und auf die Schulter klopfen, was die miterleben mussten und verarbeiten müssen und machen müssen. Die Nachbarin kam vorbei, ist ein kleines Kind und hat dann neugierig geguckt. Da habe ich dann auch gesagt, ja, willst du auch was malen? Die hat mich da drauf gebracht oder inspiriert, dann mit den Kindern noch die letzte Fassade da hinten komplett voll zu bemalen. Und das hat denen auch so Spaß gemacht als schöne Ablenkung. Also die Leute ist das tatsächlich so wichtig geworden, unser Haus. Und das schönste Feedback, was ich bekommen habe, dadurch, dass sie sich ja auch verewigen durften, das hat den Helfern auch extremst gut getan. Ich habe das halt so als Überraschung, als Idee schnell, ne, und später erst richtig gemerkt und begriffen, wie gut das denen tut. Und ich wusste ja, die Helfer haben genauso viel zu verarbeiten. Klar, wir haben das erlebt, aber die sind ja hierher gekommen und wir Betroffenen, viele waren traumatisiert und viele haben das direkt denen erzählt und ohne Triggerwarnung oder kamen die krassesten Geschichten überhaupt an denen an und das muss man auch erstmal verkraften oder in diese Zerstörung hereinzukommen. Nicht zu wissen, ob irgendwo jetzt jemand tot aufzufinden ist und alles. Die meisten wussten nicht, dass das halt schon vorher ganz klar war, dass es abgerissen werden muss. Außen sieht sie ja auch relativ gut aus als hier drinnen. Und waren dann immer ganz traurig, dass das abgerissen werden muss und haben dann gesagt, das muss als Denkmal stehen bleiben. So weit ging das tatsächlich schon. Als Künstlerin so in dem Sinne ein super geiles Kompliment, aber ich bin ja noch die, wo das Haus und diese Belastung der Familie ja noch dran steckt. Ne? Es muss ja irgendwie weitergehen, es muss auf jeden Fall abgerissen werden. Ich bin auch ehrlich gesagt irgendwann froh, wenn auch mal das Kapitel dann auch rum ist. Auch wenn ich es sehr schön fand und ich hätte noch bestimmt noch mal gemalt oder so noch mal. Aber es ist ja schon sehr kunterbunt geworden. Was bedeutet Neuanfang für dich? Boah, keine Ahnung. Ich finde es gerade richtig cool. Ich glaube, ich habe dazu mir noch gar nicht Gedanken gemacht die ganze Zeit, weil ich noch so im Ahrtal auch die ganze Zeit war und so viel Herz dann auch dran war, was das Haus betrifft, was die Helfer betrifft. Auch die Leute hier vor Ort, wo du vielen auch irgendwie selber helfen wolltest, obwohl du selbst betroffen bist. Und da war irgendwie nie bei mir so viel Neuanfang. Für mich bedeutet Neuanfang, ja, mal so ein bisschen Neuanfang.
wieder zu leben. Obwohl, nee, Leben habe ich schon stark jetzt gespürt. Es war ein Riesenabenteuer auch gleichzeitig. Ich glaube mehr diese Ruhe. Neuanfang, ankommen. Ankommen. Ankommen ist ein gutes Wort. Weil das ist perfekt. Neuanfang ist ankommen. Wissen, wie dein Leben jetzt, wie du das jetzt vorhast. Muss ja nicht fertig sein, aber wenigstens dein Ziel vor Augen neu haben. Und das war die ganze Zeit nicht klar.